Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Markus. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo auch von mir. Ich bin Sarah. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam über ein wichtiges Thema sprechen. Heute geht es um Ziele. Genauer gesagt um Ziele, die sich unklar oder schwer anfühlen. Viele Menschen haben Ziele, aber sie wissen nicht genau, wo sie anfangen sollen. Alles wirkt groß und der Kopf wird schnell voll. Ziele begleiten unseren Alltag, oft ganz leise. Sie stecken in vielen kleinen Entscheidungen. Wenn Ziele nicht klar sind, fühlen sich selbst einfache Tage anstrengend an. Man möchte etwas verändern, weiß aber nicht wie. Genau. Ich kenne dieses Gefühl gut. Wenn ich mir zu viel auf einmal vornehme, verliere ich schnell den Überblick. Dann fühlt sich alles gleichzeitig wichtig an. Und am Ende passiert nichts. Bei mir zeigt sich das auch im Körper. Ich atme flacher, werde unruhig und fühle Druck. Das zeigt, wie stark Gedanken und Körper verbunden sind. Viele glauben, ein Plan bringt sofort Klarheit. Aber oft brauchen wir zuerst Ruhe. Einen Moment, um zu fragen, warum ist mir dieses Ziel wichtig? Was möchte ich wirklich? Diese Fragen sind nicht leicht, aber sie helfen. Manchmal merken wir, dass ein Ziel gar nicht von uns selbst kommt. Dann fehlt die Energie und jeder Schritt wird schwer. Mir hat einmal eine sehr einfache Frage geholfen. Was kann ich heute tun? Nicht alles. Nur eine kleine Sache. Das nimmt Druck weg. Kleine Schritte fühlen sich machbar an. Genau. Als ich mich für nur eine Sache entschied, wurde der Kopf ruhiger. Ich konnte handeln, statt nur nachzudenken. Das ist oft der Anfang von Klarheit. Nicht alles sehen, sondern einen Schritt. Für heute ist wichtig zu sagen, unklare Ziele sind normal. Viele Menschen erleben das. Und Klarheit entsteht oft langsam, durch kleine, ruhige Entscheidungen. Jetzt geht es um kleinere Ziele. Vorhin habe ich von meinen 15 Minuten Laufen erzählt. Das war mein erster bewusster Schritt. Ich habe mir keine Strecke vorgestellt und kein großes Ziel. Ich habe nur an die Zeit gedacht. 15 Minuten fühlten sich machbar an, selbst an stressigen Tagen. Das finde ich sehr freundlich gedacht. Kleine Ziele nehmen Druck weg. Man muss nicht viel planen, man kann einfach anfangen. 15 Minuten passen fast immer irgendwo in den Tag. Genau. Das Schöne war, ich musste kaum denken. Schuhe anziehen, Tür öffnen, loslaufen. Nach einer Woche merkte ich, dass ich länger lief, manchmal 30 Minuten. Nicht, weil ich musste, sondern weil es sich gut anfühlte. Der kleine Rahmen hat mir Freiheit gegeben. Das erinnert mich an meinen Wortschatz. Ich wollte früher jeden Tag 20 neue Wörter lernen. Das war viel zu viel. Ich war schnell müde und unzufrieden. Dann habe ich es geändert und nur noch 3 Wörter pro Tag gelernt. 3 klingt wenig, fast lächerlich, aber es hat funktioniert. Wie hast du das gemacht? Ganz einfach. Ich schrieb die Wörter auf kleine Zettel und klebte sie an den Kühlschrank. So sah ich sie jeden Tag. Nach einem Monat konnte ich viele neue Wörter, ohne Stress. Die Zahl kam ganz leise, ohne Druck. Das zeigt gut, wie kleine Schritte sich sammeln, wie Münzen in einem Glas. Man merkt es erst spät, aber dann ist viel da. Wichtig war für mich auch, freundlich zu bleiben. Wenn ich einen Tag nichts lernte, war das okay. Ich habe mir erlaubt, am nächsten Tag weiterzumachen. Ohne schlechtes Gefühl. Das finde ich sehr wichtig. Ein verpasster Tag darf kein Ende sein. Kleine Ziele brauchen Geduld, keine Strenge.
Genau. Ich habe auch gemerkt, dass Vergleichen nicht hilft. Manchmal dachte ich, andere sind schneller. Dann habe ich mir aufgeschrieben, warum ich diesen Weg gehe. Das hat mir Ruhe gegeben. Das ist ein guter Tipp. Sich erinnern, warum man angefangen hat. Ich sehe das auch bei anderen. Viele sagen, sie haben keine Zeit. Wenn man dann fragt, hast du 5 Minuten? Dann wirkt es plötzlich möglich. 5 Minuten öffnen oft eine Tür. Auch bei anderen Dingen. Mein Sohn wollte besser zeichnen. Er zeichnete jeden Tag nur eine Tasse. Immer die gleiche. Nach einigen Wochen wurden die Linien sicherer. Er hatte Spaß, weil die Aufgabe klar war. Das gefällt mir sehr. Wiederholung ohne Druck. Vielleicht ist das ein Schlüssel. Kleine Ziele, klare Form, wenig Denken. Und Sie dürfen flexibel bleiben. Es gibt Tage mit Energie und Tage ohne. Beides ist okay. Genau. Ein Ziel sollte mit dem Leben gehen, nicht dagegen arbeiten. Das nimmt die Schwere weg. Wenn man Fortschritt sichtbar macht, hilft das auch. Ich mache kleine Punkte im Kalender. Ich male gern einen Kreis und fülle ihn Stück für Stück. So sehe ich. Ich bin dran geblieben. Diese Spuren sagen leise. Du hast etwas getan? Und das gibt Mut für den nächsten Schritt. Genau darum geht es bei kleinen Zielen. Schritt für Schritt. Ruhig und ehrlich. Jetzt sprechen wir über Fehler, über Umwege, Pausen und Änderungen. Viele Menschen sehen Fehler als etwas Negatives. Für mich sind sie eher Hinweise. Sie zeigen, dass wir unterwegs sind. Ja, ohne Fehler gäbe es kaum Lernen. Wenn alles immer glatt läuft, merken wir oft gar nicht, was wir brauchen oder was nicht zu uns passt. Mein Laufprojekt ist ein gutes Beispiel. Am Anfang lief alles gut. Nach 3 Monaten bekam ich Knieschmerzen. Erst habe ich sie ignoriert. Ich dachte, das geht vorbei. Aber es wurde schlimmer. Eines Morgens konnte ich kaum die Treppe hochgehen. Da wusste ich, so geht es nicht weiter. Das ist ein schwieriger Moment. Man möchte weitermachen, aber der Körper sagt etwas anderes. Genau. Ich habe dann pausiert und einen Arzt besucht. Er empfahl Physiotherapie. Statt zu laufen, machte ich Übungen für die Muskeln. Das war frustrierend. Ich fühlte mich zurückgeworfen. Aber langsam merkte ich, dass es mir hilft. Nach einigen Wochen konnte ich wieder joggen, kürzere Strecken ohne Schmerzen. Das zeigt etwas Wichtiges. Das Ziel blieb, aber der Weg änderte sich. Und du hast gelernt, auf Signale zu hören. Nicht nur auf Zahlen oder Pläne. Ja, das war vielleicht die wichtigste Lektion. Ich hatte etwas Ähnliches mit einem Sprachziel. Ich wollte ein Zertifikat machen und fühlte mich bereit. Dann wurde meine Arbeit plötzlich sehr stressig. Ich hatte kaum Zeit zum Lernen. Ich merkte schnell, so geht es nicht. Das ist schwer zu akzeptieren. Ja. Zuerst war ich enttäuscht, dann fragte ich mich, warum will ich dieses Ziel? Die Antwort war klar. Ich wollte freier sprechen, nicht nur eine Prüfung bestehen. Also änderte ich meinen Plan. Ich traf mich regelmäßig mit einer Kollegin auf einen Kaffee. Wir sprachen nur Deutsch. Locker, ohne Druck. Und das hat geholfen? Sehr. Ich fühlte mich nach kurzer Zeit sicherer. Die Prüfung machte ich später, ohne Stress. Und sie klappte. Das zeigt gut, dass Fehler oder Pausen oft neue Wege öffnen. Ohne die Knieschmerzen hätte ich nie Krafttraining gemacht. Ohne Zeitdruck hättest du diese Gespräche nicht begonnen. Genau. Fehler zeigen uns, wo die Realität anders ist als unsere Idee. Das ist keine Schwäche, sondern Information. Ich finde auch,
Wir brauchen dabei Freundlichkeit mit uns selbst. Zu viel Strenge macht blind. Freundlichkeit hilft, ehrlich hinzuschauen. Mir helfen dabei 3 einfache Fragen. Was lief gut? Was fühlte sich schwer an? Und was kann ich ändern? Diese Fragen sind klein, aber sehr klar. Das ist ein guter Rahmen. Ich mache etwas Ähnliches, oft als kurze Sprachnachricht an mich selbst. So höre ich auch meine Stimmung. Stimme trägt viel Gefühl. Das hilft beim Verstehen. Es gab auch Ziele, die ich ganz losgelassen habe. Nicht aus Faulheit, sondern aus Ehrlichkeit. Ich wollte einmal etwas lernen, nur weil andere es taten. Es passte nicht zu mir. Als ich aufhörte, fühlte ich Erleichterung. Loslassen ist auch eine Form von Lernen. Manchmal merken wir erst unterwegs, was wirklich zu uns gehört. Genau. Perfektion ist selten real. Praktische Lösungen sind oft besser. Für mich heißt das, Ziele dürfen sich ändern. Wege dürfen sich ändern. Wichtig ist, dass wir aufmerksam bleiben. Dann werden Fehler zu Wegweisern. Und der Weg wird klarer, auch wenn er nicht gerade ist. Genau darum geht es hier. Jetzt möchten wir verschiedene Stimmen hören. Ich finde das sehr hilfreich. Sätze von anderen Menschen können wie kleine Lampen sein. Sie leuchten einen Teil des Weges aus, ohne alles festzulegen. Ja, mir geht es genauso. Ich sammle gern solche Sätze. Von Freunden, Kollegen oder auch von älteren Menschen. Letzte Woche habe ich meine Nachbarin gefragt. Sie ist 70 Jahre alt. Sie sagte zu mir, ein Ziel ist gut, wenn es dich am Morgen aufstehen lässt. Dieser Satz fühlte sich warm und ruhig an. Das ist schön. Mich erinnert das an meinen Onkel. Er sagt oft, das Leben ist kein Sprint, sondern viele kleine Wanderungen. Für ihn bedeutet das, Pausen sind erlaubt, Umwege auch. Er plant leicht und trägt keinen schweren Rucksack, auch bei Zielen. Andere Menschen denken anders. Eine Kollegin von mir sagt, ohne Termin kein Ergebnis. Für sie sind feste Daten sehr wichtig. Sie geben ihr Energie und Richtung. Für mich fühlt sich das manchmal nach Druck an. Ich kenne beides. Ein Chef sagte einmal, ein Ziel ohne Datum bleibt ein Traum. Das stimmt oft, aber nicht immer. Vielleicht hilft ein Datum mit Spielraum. Ein Ziel darf klar sein, ohne hart zu werden. Eine junge Studentin hat mir von einer interessanten Idee erzählt. Sie setzt sich keine Jahresziele, sondern Monatsthemen. Einen Monat konzentriert sie sich auf Kochen, den nächsten auf Bewegung, dann auf Ordnung. So bleibt der Fokus klein und frisch. Das gefällt mir. Abwechslung kann helfen, dran zu bleiben. Meine Mutter hat einen ganz anderen Blick. Sie sagt, das wichtigste Ziel ist gesund bleiben. Das kommt aus Erfahrung. Manchmal ordnen sich andere Ziele dann automatisch. Ein Freund aus meinem Chor sagte etwas Wichtiges. Er meinte, allein verliere ich mich, im Team bleibe ich dran. Für ihn funktionieren Ziele besser, wenn andere beteiligt sind. Gemeinsam entsteht eine andere Energie. Ja, Teamziele tragen. Andere Stimmen betonen Freude. Eine Kaffeebesitzerin sagte mir, ein Ziel ohne Freude schmeckt wie Kaffee ohne Geschmack. Das heißt nicht, dass alles leicht sein muss, aber es sollte etwas Gutes darin geben. Es gibt auch strenge Stimmen. Ein Seminarleiter sagte einmal, wer kein eigenes Ziel hat, arbeitet für Ziele anderer. Das klingt hart, aber es kann wach machen. Solche Sätze prüfe ich in Ruhe. Passt das gerade zu mir oder nicht? Mir hilft genau das. Stimmen nicht sofort bewerten, sondern nebeneinander liegen lassen. Wie Gewürze. Manche passen zu einem Projekt, andere eher zum Alltag. Und Stimmen verändern sich.
Ein Satz von Eltern oder Lehrern bekommt manchmal erst Jahre später Bedeutung. Wenn sich das Leben ändert, ändern sich auch die Antworten. Für mich zeigt das alles eines ganz klar. Es gibt nicht die eine richtige Stimme. Ziele sind persönlich. Andere Menschen können Hinweise geben, aber keine fertigen Lösungen. Genau, wir dürfen zuhören, auswählen und wieder loslassen. Und so entsteht ein eigener, ruhiger Weg. Darauf bauen wir jetzt weiter auf. Jetzt geht es um Ziele ohne festen Druck. Für mich ist das ein sehr wichtiges Thema. Früher habe ich meine Ziele oft wie schwere Rucksäcke getragen. Sie waren immer da und haben mich müde gemacht. Das klingt anstrengend. Viele Menschen kennen dieses Gefühl. Ziele sollen helfen, aber oft fühlen sie sich wie Lasten an. Genau. Heute gehe ich anders damit um. Ich trage meine Ziele eher wie einen leichten Schal. Ich spüre sie noch, aber sie drücken nicht. Das hat Zeit gebraucht. Mir haben 2 einfache Fragen geholfen. Welche Fragen? Jeden Morgen frage ich mich, was ist heute wirklich wichtig? Und was kann heute warten? So sortiere ich meinen Tag neu. Das große Ziel bleibt im Hintergrund, aber meine Schritte passen sich dem Tag an. Das gefällt mir. Ich höre morgens viel auf meinen Körper. Beim Frühstück frage ich mich, habe ich Energie oder bin ich müde? Davon hängt ab, wie groß mein Schritt an diesem Tag wird. Das ist klug. Der Körper gibt oft bessere Hinweise als der Kopf. Ich kenne das vom Laufen. Manchmal plane ich eine längere Strecke, aber nach ein paar Minuten merke ich, dass ein Spaziergang reicht. Und du akzeptierst das? Ja. Früher hätte ich mich gezwungen. Heute sage ich mir, Bewegung zählt, nicht die Zahl. Das nimmt Druck und hält mich freundlich zu mir selbst. Ich denke oft, Ziele dürfen weich sein. Wie Knetmasse. Sie haben eine Form, aber sie können sich verändern. Je nach Tag, Stimmung oder Situation. Das ist ein gutes Bild. Weich, aber nicht formlos. Es gibt einen Kern, zum Beispiel gesund bleiben oder lernen. Der Weg dorthin darf wechseln. Mir helfen Mikroziele sehr. Statt mir vorzunehmen, ein ganzes Buch zu lesen, sage ich mir, ich lese eine Seite und genieße sie. Manchmal bleibt es bei einer Seite, manchmal werden es mehr. Das nimmt den Leistungsdruck. Die Freude führt weiter, nicht die Pflicht. Eine Kollegin sagte einmal etwas Schönes. Sie fragt sich abends nicht, was sie geschafft hat, sondern ob sich der Tag rund anfühlt. Rund ist ein gutes Wort. Es bedeutet nicht perfekt. Es bedeutet stimmig. Auch wenn etwas anders lief als geplant. Genau. Und manchmal hilft es, Ziele bewusst zu schützen. Wenn andere sagen, du könntest schneller sein, darf man antworten. Mein Tempo passt zu meinem Leben. Das habe ich auch gelernt. Diese Antwort habe ich mir sogar aufgeschrieben, um sie nicht zu vergessen. Ich nenne solche Sätze Schutzsätze. Sie bewahren das eigene Tempo. Ein schöner Name. Für mich gehört auch Pause dazu. Manchmal lasse ich Ziele ganz kurz los. Dann entsteht Raum. Und oft kommen neue Ideen von allein. Ohne Pause kein neues Bild. Ich kenne das aus der Fotografie. Nach einer Zeit ohne Kamera sehe ich plötzlich Motive überall. Weil der Blick frischer ist. Genau. Für mich zeigt das alles. Ziele brauchen Richtung, aber auch Luft. Ja, der Weg darf schaukeln. Wichtig ist, dass wir in Bewegung bleiben, ohne uns zu zwingen. Eine ruhige Haltung, die sich an das Leben anpasst. Und genau das macht Ziele langfristig tragbar. Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, das war eine sehr schöne Stelle, um abzurunden.
Sarah, möchtest du alles kurz zusammenfassen? Heute haben wir über Ziele in vielen Farben gesprochen. Zuerst fühlten sich manche Ziele neblig und schwer. Wir teilten Momente der Verwirrung und der Suche. Dann kamen kleine Schritte ins Bild, wie 3 Worte pro Tag. Diese Miniziele gaben uns Schwung und Selbstvertrauen. Danach erzählten wir von Fehlern, Knien und verschobenen Prüfungen. Wir lernten, dass Anpassung Teil des Weges ist. Stimmen von außen brachten neue Ideen und Metaphern. Einige mochten Deadlines, andere lieber Wanderungen ohne Uhr. Am Ende fragten wir, wie man Ziele leicht trägt. Wir sprachen von Schals, Schutzsätzen und Pausentagen. Das Ziel bleibt, doch die Form tanzt mit dem Alltag. Freundlichkeit zu sich selbst war der rote Faden. Kleine Fragen wie „Was ist heute wichtig?" helfen dabei. So entsteht Klarheit ohne harten Druck. Jeder darf sein eigenes Tempo wählen. Fehler dürfen Wegweiser sein, kein Urteil. Und Freude ist der beste Motor. Das fasst unsere Reise heute zusammen. Ich hoffe, die Hörer finden darin etwas Nützliches. Mögen eure eigenen Ziele klar schimmern, auch wenn Wolken auftauchen. Denkt daran, Pausen sind kein Rückschritt, sondern Atem für die Strecke. Und teilt eure Geschichten, denn gemeinsam lernen wir leichter. Danke, Sarah, für diese klare Zusammenfassung. Ich fühle mich inspiriert und gleichzeitig entspannt. Das Gespräch heute war für mich wie ein ruhiger Spaziergang. Ich habe neue Bilder bekommen, besonders den Schal als Ziel. Ich werde morgen früh an diesen Schal denken, wenn ich plane. An alle Zuhörer, es war schön, euch gedanklich dabei zu haben. Wir hoffen, ihr konntet Wörter, Ideen und etwas Gelassenheit mitnehmen. Bleibt neugierig und freundlich zu euch selbst. Auch von mir ein großes Dankeschön, Markus. Ich genieße unsere Gespräche, weil sie offen und echt sind. Heute habe ich gelernt, wie wichtig Schutzsätze im Alltag sein können. Ich freue mich, wenn unsere Beispiele Mut machen, winzige Schritte zu versuchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, eure Rückmeldungen lassen unser kleines Studio leben. Schreibt uns gern, was euch bewegt und welche Ziele euch begleiten. Damit schließen wir die heutige Folge. Wir sagen Danke fürs Zuhören und für eure Zeit. Wenn ihr Lust habt, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin wünschen wir euch klare Gedanken und leichten Atem. Passt gut auf euch auf und bleibt dran, aber ohne Druck. Tschüss und auf bald.